Hallo und willkommen zu diesem Bookchat des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung. Mein Name ist Jovan Mord, ich bin wissenschaftlicher Redakteur hier am Institut und heute geht es um das Thema der Politisierung von Männlichkeit. Und wir beziehen uns auf dieses Buch hier, Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen, verfasst von der Journalistin Susanne Kaiser. Das Format ist heute etwas anders als sonst. Normalerweise würden wir uns auf das betreffende Buch konzentrieren, meistens direkt im Gespräch mit der Autorin oder mit dem Autor. Heute dagegen steht nicht das Buch als solches im Mittelpunkt der Diskussion, vielmehr dient es als Ausgangspunkt, um sozialwissenschaftliche Forschung zu diesem Thema zu diskutieren. Wir fragen, was für weitere Einblicke offenbaren sozialwissenschaftliche Forschung in das Thema politische Männlichkeit, die über die journalistische Perspektive hinausgehen. Zu dieser Frage unterhalte ich mich mit drei Forschenden, nämlich Anne-Marie Wohlfahrt. Sie ist Kulturanthropologin und Doktorandin am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen. In ihrem Masterstudium an der Universität Leipzig hat sie die Online-Praktiken von unfreiwillig zölibatär lebenden Männern, also Incels, ethnografisch erforscht. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Bitte. Politikwissenschaftler Dr. Michael Fürstenberg, der bis April 2023 hier am MPI Teil der Forschungsgruppe How do Terrorists Learn tätig war. Zum Teil beschäftigt sich seine Forschung mit kollektivem Lernen von Terrorgruppen und den Online-Communities rechtsterroristische sogenannte Einzeltäter und in diesem Zusammenhang auch zu Gewalt durch Incels. Hallo. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Und Ethnologe Dr. Mario Schmidt ist Postdoc hier am MPI. Zurzeit arbeitet er überwiegend in Kenia und zu seinen Forschungsinteressen gehört die Frage, wie Männer ihre Männlichkeit unter den Bedingungen von urbaner Migration und wirtschaftlichem Druck verstehen. Hallo Mario. Ja, hallo zusammen auch von mir. So, zuerst zum Buch. Also in diesem Buch argumentiert Kaiser, dass es in den letzten Jahren einen autoritären Backlash gegeben hat und dass dieser Backlash stark mit einer Politisierung der Männlichkeit zusammenhängt. Im Buch verbindet Kaiser eine ganze Reihe von Phänomenen, vom Aufstieg von sogenannten starken Männern wie Trump, Putin oder Bolsonaro, zu Online-Trollen, die es auf Frauen abzielen, zu der sogenannten Incel-Bewegung bis hin zu den vielen rechtsextremistischen Anschlägen, die in den letzten Jahren verübt wurden, wie zum Beispiel in Norwegen, Neuseeland oder hier in Halle, die zwar überwiegend antisemitisch, anti-islamisch oder fremdenfeindlich waren, aber laut Kaiser auch einen antifeministischen Charakter aufwiesen. Und wie diese Beispiele zeigen, sieht Kaiser dies als weit verbreitetes, sogar globales Phänomen. Zuerst möchte ich mit dem Buch anfangen und mit der Verbindung zu eurer Forschung. Michael, zuerst, kannst du ein bisschen deine Forschung beschreiben und wie deine Forschung sich mit dem Thema beschäftigt und was du aus dem Buch entnommen hast? Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt, das wäre meine erste Anmerkung. Es ist ein weiter Überblick über das Phänomen, so dass man, wenn man wie ich eher zu bestimmten Aspekten dazu geforscht hat, auf jeden Fall viel mitnehmen kann aus anderen Bereichen, in denen man sich nicht so gut auskennt. Also ein sehr, sehr umfassender Blick auf das Ganze. Meine eigene Forschung beschäftigte sich vornehmlich eben, hast du auch schon gesagt, mit rechtsterroristischen Anschlägen. So ein bisschen der Ausgangspunkt, der Anschlag von Halle 2019 hier. Und damit fängt das Buch ja auch an. Also sie beschreibt den Anschlag von 2019 und eben den Attentäter so ein bisschen prototypisch auch, ordnet sie in diese Incel- oder politische Männlichkeitsgeschichte ein. Da reden wir vielleicht noch später im Detail drüber. Da würde ich sagen, von meiner Forschung ausgehend ist das jetzt nicht das Paradeexemplar oder das Paradebeispiel für einen Incel-Anschlag, aber hatte natürlich misogyne Aspekte, die sie ja auch herausarbeitet. Und insofern ist sozusagen dieser erste Teil des Buches, der sich vornehmlich auf
tatsächlich Gewalt oder wirklich terroristische Gewalt bezieht, das, womit ich mich am meisten auskenne, und gelernt habe ich mehr dann in dem anderen Teil. Okay, danke. Und Anne-Marie, kann ich dich fragen? Also du hast dich also mit Incels auch beschäftigt. Ja, kannst du deine Forschung ein bisschen beschreiben und ja, deinen Bezug zum Buch? Ich habe während meines Masterstudiums eine Feldforschung gemacht mit Incels in verschiedenen Foren. Ich habe Interviews geführt mit 16 Individuen, die sich der Bewegung zuordnen in gewisser Weise. Mein Fokus lag nicht so sehr auf dem Extremismus oder der Gewalt, sondern vielmehr, wie die Incels ihre Unfreiwilligkeit emotional erfahren, was für sinnstiftende Praktiken sie kollektiv erleben. Und ja, ich habe aus dem Buch mitgenommen, ja, die wirklich ja sehr gewaltvollen Aspekte davon, die ich bewusst in meiner Forschung ausgeklammert habe, weil die ja doch sehr das öffentliche Bild von Incels prägen und damit auch den öffentlichen Diskurs. Das fand ich sehr spannend, und ich finde, Kaiser hat auch sehr eindrücklich gezeigt, wie global vernetzt Incels sind und dass es sehr stark verwoben ist mit politischen Akteuren, was für mich doch eher neu war. Okay, danke. Und Mario, also du blickst dieses Thema mehr also von Kenia aus. Ja, also kannst du auch deine Forschung ein bisschen beschreiben und ja, wie du dich mit diesem Thema beschäftigt hast. Ja, gerne. Also ich bin quasi, kann man vielleicht so sagen, an das Thema und auch an das Buch von der Seite sozusagen rangegangen. Ich habe während meiner Forschung zu Arbeitsmigranten, die in Nairobi versuchen, ökonomischen Erfolg zu haben und dort vorwiegend aus dem ländlichen Westkenia nach Nairobi migriert sind, um dort diesen Erfolg zu suchen, immer wieder bei verschiedenen von meinen Freunden und Informanten so Social-Media-Content gesehen, den sie quasi konsumieren oder auch zitieren in ihrem WhatsApp-Status oder auf Facebook, den sie entnehmen aus Social-Media-Kontexten, also Twitter, Telegram oder ähnliches. Und dann ist mir aufgefallen, dass dort eben vor allen Dingen ein Akteur, Amerix, sehr aktiv ist auf Twitter, über 1 Million Follower und sehr stark diese, wie schon erwähnt, global recht gut vernetzte oder zirkulierende Narrative von Antifeminismus teilt. Und ja, dann habe ich mir das mal versucht näher anzuschauen, wie das sich in Nairobi, also was sozusagen da sonst passiert in dieser Richtung. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich so in den letzten 5 Jahren viele Akteure gibt, die dort Kurse geben zu Männlichkeit, Selbsthilfebücher publizieren zu Männlichkeit und was es heißt, Mann zu sein im 21. Jahrhundert. Und da eben viel zitieren oder Anknüpfungspunkte finden zu dieser globalen Szene der sogenannten Manosphere, die auch dann in Blogs und Online-Foren sich vollzieht. Und da habe ich das Buch sozusagen dann mehr wie so eine Art Einleitung tatsächlich gelesen, um mir mal selbst einen Überblick dazu zu verschaffen. Und da kann ich nur bestätigen, dass das wirklich eine gelungene Einführung ist, die dem Leser einen guten Überblick darüber gibt. Allerdings vielleicht, auch wenn es wirklich auch diese globalen Verknüpfungen aufzeigt, ist der Schwerpunkt vielleicht doch auf der westlichen Welt und nicht, Länder wie Kenia oder Indien, in denen solche Sachen auch diskutiert werden, sind jetzt nicht im Fokus. Ja, also kannst du vielleicht ein bisschen mehr beschreiben, also was für Unterschiede du siehst, ja? Also Kaiser hat diese Manosphere ziemlich einheitlich irgendwie beschrieben und in Kenia sieht es irgendwie genauso aus, also du siehst Ähnlichkeiten, aber siehst du auch irgendwie wichtige Unterschiede? Ja, es gibt, denke ich, viele verschiedene Unterschiede. Die Frage wäre ja zunächst mal festzustellen, ob die Vereinheitlichung, die Kaiser, oder das Buch kann man sicherlich so lesen, dass hier postuliert wird, dass das ein relativ einheitliches Phänomen ist. Ich denke, das kann man auch schon in Bezug auf die westliche Welt oder auf Deutschland oder die USA schon hinterfragen. Und da ist vielleicht auch das Buch stellenweise
sehr ambitioniert, also so verschiedene gesellschaftliche Tendenzen miteinander in Verbindung zu bringen. Einerseits sowas wie eine zunehmende Biologisierung von sozialen Beziehungen, wo dann halt versucht wird, mit Hilfe von evolutionsbiologischen Theorien zu erklären, wie Geschlechterverhältnisse sich vollziehen oder was es heißt, eine Beziehung zu haben oder sexuelle Kontakte und so weiter einerseits und dann andererseits so ein Wiedererstarken von politisch-autoritären Bewegungen und eben Diskussionen über das Patriarchat und sowas wie gekränkte Männlichkeit alles so ein bisschen zusammenbringt. Und da denke ich, ist ein großer Unterschied in Kenia beispielsweise, dass auch wenn es sicherlich möglich ist, einige dieser Bewegungen oder Social Media Gruppen zu politisieren, würde ich schon sagen, dass dort die Politisierung nicht direkt zu beobachten ist. Das sind keine aktiven politischen Gruppen, sondern das sind Gruppen, denen es erstmal ein Stück weit darum geht, zu verstehen, wie sie ihr eigenes Leben als Mann verbessern können und dann eben auf diese Angebote zurückgreifen oder versuchen zurückzugreifen, mit oft nicht besonders großem Erfolg. Man kann vielleicht ergänzen, dass die Manosphere, wie der Begriff meistens gebraucht wird und wie auch Kaiser ihn gebraucht, schon relativ klar sich auf den Westen bezieht, was einfach an den Akteuren liegt, die dort, also zumindest in dem, so wie sie das fasst, beschrieben werden. Also die Influencer, die Blogger, die entsprechenden Leute, das sind eben, also es gibt, zumindest wäre mir jetzt nicht erinnerlich, dass jetzt ein afrikanischer oder ein indischer Influencer beschrieben werden. Das ist alles angloamerikanisch, Europa, aber dann eben auch auf Englisch im Wesentlichen. Das ist eigentlich schon das, worauf sich das konzentriert, obwohl ganz viele Phänomene, die beschrieben werden, sicherlich eben sich auch weltweit finden lassen, es sehr viele Anknüpfungspunkte gibt. Also dieses Bedürfnis sozusagen einfach nur seine eigene Rolle sich zu vergewissern oder eben da irgendwie auch Rat zu finden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Randbedingungen sozusagen dieser Manosphere, dass es ja so eine Ratgeber-Charakter eigentlich hat und dann quasi es weiter in den Kaninchenbau vielleicht geht. Und da würde ich sagen, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten oder Überschneidungen, die jetzt nicht fundamental anders sind von den Bedürfnissen vielleicht irgendwie auch. Okay, ja. Und Anne-Marie, also Self-Help, Männer, die versuchen irgendwie zu verstehen, also ihre Rolle. Ist das auch, was du in deiner Forschung irgendwie festgestellt hast? Ja, durchaus, aber auch noch als Rückgriff. Kaiser sagt selbst, dass die Manosphäre kein kohärenter Raum ist. Im Sinne ihres Argumentes wird es manchmal ein bisschen schwammig. Die Manosphäre ist in der Tat eigentlich stark fragmentiert. Ich denke, das können Marius und meine Forschung durchaus besser beleuchten. Und diese emotionale Erfahrung zu verarbeiten, zu wissen, dass man nicht alleine ist, da sind die Foren sehr hilfreich und sie haben sehr viele verschiedene Funktionen. Und da liegen viele verschiedene Praktiken zugrunde. Und die Fragmentation der Manosphäre wird auch dadurch bedingt, dass die Foren auf vielen verschiedenen Webseiten zu finden sind, auf vielen verschiedenen Plattformen, die unterschiedliche Ansprüche der Incels und anderen bedienen. Okay, weil also beim Lesen hatte ich den Eindruck, zum Beispiel als Kaiser Incel-Foren beschrieben hat, dass es hauptsächlich frauenfeindlich war und es ging darum, Gewalt gegen Frauen oft zu rechtfertigen oder so. Und ja, also ich würde mich interessieren für deinen Eindruck in deiner Forschung. Man muss sagen, dass Misogynie dort zu einem Großteil sehr normalisiert ist und sehr beiläufig geschieht. Und es gibt Gewaltverherrlichung gegen Frauen, das kann man nicht abstreiten. Ich habe mich auf andere Dinge fokussiert, diesen Austausch unter Incels, was sie dort untereinander suchen und finden, das Validieren der Gefühle letzten Endes, diese Einsamkeit, die sie empfinden und diesen Schmerz, der ist dort auch sehr präsent. Der ist sehr versteckt hinter dem Schockmoment der Misogynie. Aber er ist definitiv da. Und ich glaube,
Was bei Kaiser nicht besonders gut hervorkommt, ist, dass Incels ihre Situation als existenziell und ausweglos empfinden. Sie haben nicht die Hoffnung, dass sich das mal ändert. Sie denken, sie werden für immer Incels sein. Und da hilft der Austausch in der Gruppe mit Gleichgesinnten doch sehr. Okay. Mario, gibt es in Kenia Incels? Weil ich habe ein paar Aufsätze von dir gelesen und ich glaube, die Probleme, die man beschreibt, sind etwas anders. Ja, ich denke, das ist tatsächlich ein Unterschied, den man hier dann auch deutlich machen kann. Also ich kann nicht sagen, ob es in Kenia Incels gibt. Ich bin mir sicher, dass in den Incel-Communities und Foren auch einige Leute aus Kenia zu finden sein werden. Aber die antifeministischen Gruppen, mit denen ich mich beschäftigt habe, haben eigentlich ganz andere Motive. Also vielleicht kann ich da auch das, auch wenn ich gesagt habe, dass es keine aktiv politischen Gruppen sind, so sind es doch Gruppen, die versuchen, die Geschlechterverhältnisse zwischen Männern und Frauen durch die Reparatur am eigenen männlichen Selbst wieder in eine positive Richtung zu lenken und damit auch die Gesellschaft selbst in eine positive Richtung zu lenken und davon abzuwenden, dass sozusagen Kenia den Weg geht oder den Weg des moralischen Niedergangs geht, wie Länder wie beispielsweise die USA oder so, die dann so verstanden werden, als würden sie versinken in LGBTQ-Rights und Homosexualität und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen eine ganz andere, also das ist keine auswegslose Situation, sondern hier wird quasi ein Ausweg geboten. Und der Ausweg wird nicht es wird nicht gesagt, man sollte sich in politischen Parteien engagieren oder Ähnliches, sondern an sich selbst zunächst mal arbeiten und die eigene Männlichkeit wieder zu entdecken und gemäß der natürlichen Männlichkeit wieder zu gestalten, sodass dann die Geschlechterverhältnisse, auch die Verhältnisse zu anderen Männern sich verbessern im eigenen Leben und dadurch dann eine stabilere Gesellschaft wieder entsteht. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied zu der Ausweglosigkeit, die gerade geschildert wurde in Incel. Okay. Ich muss dazu sagen, dass es eben genau diese Perspektive in der westlichen Männosphäre natürlich auch gibt, die ja Kaiser auch beschreibt. Also sozusagen, es wäre dann vielleicht eher so dieser Bereich der Pickup-Artists oder anderer Gruppen, die eben das beklagen, diesen Zustand, aber eben sagen, nee, jetzt müssen wir irgendwie wieder entsprechende Techniken entwickeln oder den Männern das beibringen, wie sie wieder richtige Männer sein können. Also lösungsorientiert sozusagen, während eben das Prinzip bei den Incels eben weitgehend genauso ist, das ist biologisch und deswegen kann man da einiges dran ändern und jetzt müssen wir damit umgehen. Und da ist dieser Fokus, der bei Kaiser, aber auch in der öffentlichen Diskussion auf die Gewalt gelegt wird, natürlich ist das da drin, das ist auch sehr, sehr relevantes Thema, ja, ich überhaupt gar nicht kleinreden. Aber dieser andere Aspekt, das ich nicht super spannend finde, weil ich genau von der anderen Richtung ja sozusagen komme, sehr, sehr unterbelichtet, nicht nur in dem Buch jetzt, sondern eben generell in der Diskussion. Incels sind irgendwie immer so was Exotisches, die sind ganz, ganz schlimm, ohne sich dann irgendwie näher auch mit den Mechanismen zu beschäftigen. Und es gibt relativ wenig Forschung dazu, da gehört deine Studie sicherlich dann auch in dem Anfang dabei, wie verbreitet diese Gewaltorientierung eigentlich tatsächlich ist, empirisch und sozusagen nicht nur in der Performance des Internets. Ich habe jetzt das nicht mehr genau im Kopf, aber es gibt eine Umfragestudie, ist natürlich schwierig, nicht repräsentativ so, aber in einem Incel-Forum, wo eigentlich rauskam, dass es 20% gibt, die wirklich aktiv Gewalt im eigentlichen, also auch im persönlichen Sinne sozusagen befürworten und dass es für die meisten anderen aber nicht gilt. Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, aber es sind eben auch nicht unbedingt automatisch 100% alle von denen. Du erwähnst einen sehr wichtigen Punkt. Im Gespräch mit meinen Gesprächspartnern kam eher zum Vorschein, dass sie nicht gewaltvoll sind, nicht mal in ihrer Fantasie und so etwas Ähnliches schreibt Kaiser auch. Und sie distanzieren sich aktiv von gewaltvollen Incels und Terroristen und lehnen eigentlich den Begriff Incel ab, weil er synonym mit diesen Attentätern geworden ist.
Und es gibt Menschen, die fokussieren sich viel mehr auf diese emotionale Erfahrung und meiden dann im Privatleben aktiv auch Frauen. Also gehen dem Ganzen aus dem Weg als Konsequenz, weil sie sich selbst auch als toxisch empfinden. Ja, vielleicht kann ich dann nochmal auch dazu ergänzen, dass auch in einigen dieser kenianischen Internetforen, die ich mir näher angeschaut habe, auch physische Gewalt gegen Frauen verstanden wird als ein Zeichen von männlicher Schwäche. Also die Idee ist eigentlich sozusagen Herrschaft über Frauen auszuüben, wie im Patriarchat sozusagen, nicht durch physische Gewalt, sondern durch Kontrolle. Und da zirkulieren dann solche Vorschläge oder solche Diskussionen wie Führung durch Vorbild oder so. Also man als richtiger Mann hat man das eigentlich gar nicht nötig, dass man physische Gewalt anwendet. Da findet auch eine Distanzierung statt gegenüber diesen Incels, gegenüber Incels, die einfach als schwache Männer wahrgenommen werden. Sodass sozusagen das auch politisch instrumentalisiert wird, glaube ich, um zu zeigen, damit haben wir nichts zu tun. Wir sind eigentlich die einzige soziale Antwort auf Gender-Based Violence und sowas, weil nur durch geordnete Geschlechterverhältnisse, in denen Männer Frauen übergeordnet sind und Frauen das akzeptieren, lässt sich Gewalt vermeiden. So, das ist, glaube ich, die dahinterstehende Ideologie. Okay, aber ist das hat das auch Ähnlichkeiten, also im Westen? Also man hat den Eindruck, dass oft Gewalt wird irgendwie gerechtfertigt, dass es so ein Versuch irgendwie so eine natürlichen Dominanz irgendwie wieder auszudrücken oder so. Oder, ja, also ich denke an die Idee von der Beta-Revolution oder irgendwie die Idee, dass oder diese gekränkte Männlichkeit, also diese gekränkten Anspruch, die Kaiser diskutiert, also die Idee, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen also eine natürliche Hierarchie und was eigentlich heutzutage irgendwie der Fall ist. Ja, die Frage ist sehr, sehr schwierig. Ich würde mit der Biologisierung von Geschlecht anfangen, die ja auch ein Mechanismus in dem Narrativ ist und ein Versuch der Deutung, was Männlichkeit ist, es wirklich sehr stark zu essentialisieren und diese männliche Dominanz mit einer Überlegenheit des männlichen Geschlechts oder des biologischen Geschlechts zu rechtfertigen. Dieses Argument findet sich auch in der Incelosphäre. Incels selbst beschreiben sich als genetischen Abfall oder Untermenschen und werten sich sehr stark ab mit diesem Narrativ. Das Narrativ des Beta-Mails habe ich nicht so stark vorgefunden, sondern vielmehr die Biologisierung und dass Incels eigentlich noch unter den Betas stehen. Weil Betas schaffen es ja, sexuelle Beziehungen mit Frauen einzugehen, aber unter der Prämisse, dass sie ja ihre Individualität aufgeben oder ihre Dominanz oder ihre Überlegenheit. Genau, das muss das vielleicht nochmal erklären für Zuschauer, die das Buch ja auch nicht gelesen haben möglicherweise. Es gibt in der Incel-Ideologie, wenn man das so nennen darf überhaupt, quasi die Idee, dass ganz oben stehen halt dann die Alpha-Males und beziehungsweise eben bestimmte Art von Frauen und die Incels stehen ganz unten. Und dazwischen gibt es diesen Bereich der Beta-Mails oder der Normies oder es gibt auch andere Bezeichnungen dafür. Das Argument ist aber sozusagen, dass diese Normalen eben durchaus in der Lage sind, ja, normale Leben zu führen oder auch sexuelle Beziehungen einzugehen, aber dass sie eigentlich ausgenutzt werden von den Frauen dabei nur. Also es geht sozusagen, sie wollen eigentlich nicht sie selber, sondern nur ihr Geld. So, und dass die Incels, was sie quasi für sich die Überlegenheit, die aus dieser Unterlegenheit kommt, ist dann, dass sie es halt erkannt haben und deswegen das Spiel durchschauen und deswegen sich eben abwenden davon und daraus ihre Konsequenzen ziehen. Und darauf basiert dann eben auch die verschiedenen Reaktionen, also sich quasi ganz zurückzuziehen oder eben damit versuchen, irgendwie umzugehen oder eben auch zu gewaltvollen Reaktionen. Zum Thema Gewalt muss man da auch sagen oder differenzieren, dass es natürlich ganz verschiedene Arten von Gewalt mit ganz verschiedenen Motivationen auch gibt. Also bei dieser Incel-Gewalt
gibt es, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, durchaus wirklich klar terroristische Aktionen, auch mit einem wirklich eigentlich quasi politischen Hintergrund. Es gibt aber auch natürlich Gewalt, die aus dieser Erfahrung der Unterlegenheit eigentlich so eine Art Rachegewalt dann ist. Also alles ist schlimm, jetzt will ich irgendwie nur noch mich an der Welt, an den Frauen allgemein irgendwie rächen. Und es gibt aber natürlich noch den ganz anderen, viel größeren Bereich der Alltagsgewalt gegen Frauen in Beziehungen, wo eben genau diese Dominanz wieder erzeugt werden soll. Und da ist auch ich habe den Begriff schon wieder vergessen, den du eben genannt hast, aber das ist eben gesagt, der gekränkten Entitlement, Anspruchshaltung. Gekränkte Männlichkeit. Also das quasi oder gekränkter Anspruch. Früher diese Gewalt, obwohl es sie natürlich gab, aber in dieser Ideologie eigentlich gar nicht nötig war, weil, wie du sagst, das war halt das normale Verhältnis und da hat das keiner hinterfragt. Und da braucht man auch keine Begriffe dafür. Und jetzt wird diese Ordnung in Frage gestellt und jetzt muss man sich sozusagen verteidigen und jetzt muss man Gewalt dann irgendwie vielleicht auch aufwenden, um einmal zu zeigen, nee, hier so, jetzt ist Schluss. Und dann braucht man sie danach nicht mehr. Ne? Also genau, was du gesagt hast, es ist eigentlich das Mittel gegen Gewalt, um einmal für Ordnung zu sorgen. Das ist natürlich eine ganz andere Gewalt als diese, was man als Incel-Anschläge bezeichnet. Aber kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu solchen Anschlägen irgendwie sagen? Also das steht im Mittelpunkt von deiner Forschung oder zumindest ist ein Teil deiner Forschung. Und Kaiser beschreibt solche Anschläge als auf jeden Fall terroristisch, was normalerweise man nicht so beschreibt. Ja, genau. Also erstmal vielleicht, ich würde Ihrer Einschätzung da durchaus zustimmen. Terrorismus, das ist ein Minenfeld, der Begriff in der öffentlichen Diskussion verbrannt, kann man mal irgendwie sagen. In der wissenschaftlichen Diskussion kann man aber durchaus eine Definition finden, die man anwenden oder auf diese Fälle anlegen kann. Also Terrorismus ist geplante Gewalt, also nicht spontane Gewalt, eben wie sie in Beziehungen zum Beispiel stattfindet, oder Amokläufe so, sondern es ist politische Gewalt gegen Zivilisten in der Regel und sie hat immer eine Botschaftsfunktion. Also es geht nicht um die Opfer an sich, wie in Beziehungstaten, man bringt halt seine Freundin um, weil sie einen betrogen hat, sondern man möchte eigentlich mit der Tat immer auch ein breiteres Publikum adressieren. Das sind so die Kernpunkte, was eine Tat potenziell terroristisch macht. Da liegen natürlich der Teufel im Detail, also was ist genau politisch, ist politische Motive oder müssen es konkret politische Ziele oder eine politische Strategie sein. Da ist sozusagen dieser Incel-Terrorismus eher im unteren Bereich, also es gibt keine kohärente politische Strategie, wie sie jetzt Al-Qaida oder so zum Beispiel ausgearbeitet hat. Aber ich würde schon sagen, dass die Motive bei einem Teil dieser Anschläge, die Kaiser auch beschreibt, auf jeden Fall politisch sind. Also es geht um gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen, um die Verteilung von Werten innerhalb von einer Gesellschaft. Und das ist klar politisch. Und das kann man für einige prominente Anschläge sicherlich auch nachvollziehen. Der bekannteste ist der Anschlag von 2018 in Toronto, wo der Attentäter vorher ein Kommuniqué oder im Internet seine Pläne vorgestellt hat quasi und sich sehr soldatisch geäußert hat und eben auch gesagt hat, die Incel-Rebellion hat begonnen. Also eigentlich auch relativ klar formulierter politischer Anspruch. Interessanterweise, und jetzt kommen wir jetzt auf die Wahrnehmungsebene und die gesellschaftliche oder politische Wahrnehmungsebene, er ist nicht für Terrorismus verurteilt worden, sondern die Richterin hat in ihrem Urteil explizit gesagt, das glaube ich ihm nicht. Also er hat eigentlich sehr gesagt, ich habe das für die Inselbewegung gemacht. Und sie sagt aber nach den ganzen Interviews und so weiter und nach dem Prozess, glaubt sie ihm das nicht, das ist nur vorgeschoben. Kann ich natürlich nicht beurteilen, was jetzt wirklich stimmt sozusagen, aber man kann da eben auch zu verschiedenen Einschätzungen kommen. Im Gegensatz dazu, es gab einen zweiten Anschlag in Toronto 2020. Da ist der Täter jetzt vor kurzem erst verurteilt worden und er ist für Terrorismus verurteilt worden, explizit. Also da haben sie ihm einfach das geglaubt, seine Aussagen quasi. Bei dieser Art von Anschlägen, da gab es 4 oder 5, je nachdem wie man rechnet, ungefähr 25 Tote seit 2014. Der erste Anschlag war 2014 von Elliot Rogers. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Anschlägen, die sozusagen Merkmale auch wo man sagen oder im Nachhinein sagen kann,
es nicht nur frauenfeindliche Motive, wie sie im Rechtsextremismus typisch sind, sondern auch so Inselmotive man durchaus den Tätern zuschreiben kann. Es werden auch nochmal ungefähr 25 Tote, wo es eben aber sehr auf den konkreten Fall ankommt. Ja? Also man kann sozusagen nicht pauschal sagen, wenn jetzt jemand in Inselforen war und dann eben Gewalt ausübt, dann war es ein Inselterroranschlag, sondern man muss schon gucken, was war das konkrete Motiv und das Ziel möglicherweise. Also ich möchte so ein bisschen mehr über die sozialwissenschaftliche Herangehensweise ein bisschen mehr sprechen und wie das unterscheidet also von Kaisers eher so journalistischen Ansatz. Also Kaiser sucht natürlich die Extremen Beispiele aus, also von Aussagen und Gewalttaten. Aber in die sozialwissenschaftliche Forschung geht es meistens um den Alltag und zu verstehen, also mehr das Alltagsleben. Also auf jeden Fall, wenn man ethnologisch erforscht. Es ist diese Frage von Methode und was Methoden ihr benutzt habt. Wie erzeugt das so einen anderen Blick auf dieses Thema? Ja, also wenn man sich die Forschung zu Incels oder radikalisierter Männlichkeit oder Antifeminismus anschaut, dann geschieht vieles entweder durch, was manchmal als Lurking beschrieben wird, also das Herumhängen in Online-Foren, wo man passiv zuschaut und dann das Ganze entweder qualitativ oder quantitativ analysiert. Also das ist sicherlich eine Methode, die man anwenden kann und die auch hilfreich ist, um sich einen Überblick zu schaffen, was sozusagen die Selbstdarstellung dieser Akteure in der Gruppe, in der Öffentlichkeit ist und in diesen Foren. Und andererseits im journalistischen Bereich findet man manchmal auch Leute, die das Ganze so ein Stück weit undercover angehen, also die sich quasi einschleusen in solche Gruppen und dann zunächst so oder durchweg so tun, als wären sie selbst einer von diesen Männern, die nach Hilfe suchen oder in diese Richtung. Während die erste Methode vielleicht ein guter Einstiegspunkt ist, auch für ethnografische Forschung, ist die zweite, glaube ich, gar nicht möglich. Also ich denke, als seriöse Wissenschaftler können wir nicht irgendwo hingehen und uns einfach einschleusen und dann so tun, als wären wir gar keine Wissenschaftler und würden unsere eigenen Meinungen dann auch quasi verstecken. Aber ich denke, als Ethnologen versuchen wir ein Stück weit darüber hinaus zu gehen. Also einerseits vielleicht langfristiger in bestimmten Foren uns das anzuschauen, aber auch dann mit Leuten in Kontakt zu treten oder eben auch durch Besuch von diesen Männlichkeitskursen oder Camps Kontakte zu knüpfen zu Männern und anzuschauen, was sind das eigentlich für Leute im Alltag? Welchen Rahmen nimmt eigentlich diese Ideologie in ihrem Alltag ein? Welche Teile von diesen Angeboten nehmen sie zur Kenntnis? Das sind ja auch tatsächlich, muss man sagen, ein Stück weit oft, also ist ja auch, gerade wenn man in diesen Bereich von Selbsthilfe geht, auch ökonomische Versuche, Geld zu machen. Und das, denke ich auch, ist auch ein Grund für die Vielfältigkeit von diesen Angeboten, weil das ist auch sozusagen ein Stück weit Kundensuche. Also man versucht halt verschiedene Sachen anzubieten und sich sozusagen zu branden als jemand, der vielleicht eher für junge arbeitslose Männer ein Angebot macht oder nicht explizit, aber man kann das schon so unterscheiden, dass da unterschiedliche Angebote gemacht werden. Oder halt man macht irgendwelche Camps, wo man dann auch erstmal das Geld haben muss, um das Hotel zu bezahlen und so weiter und so fort. Also das ist dann, ja genau, also als Ethnologe quasi, wenn man sich dann mit diesen Leuten intensiv unterhält und vielleicht auch ein Stück weit, wobei das in diesem Kontext ein schwieriges Thema ist, ein Stück weit Empathie mitbringt, um zu verstehen, was sind die Motive für die Leute, sich diesen Gruppen anzuschließen oder diese Angebote aufzusuchen, dann ergibt sich häufig ein differenzierteres Bild als das, was durch die Rezeption von diesen Online-Foren, beispielsweise passive Analysen von diesen Online-Foren ergibt. Ich denke, deine Arbeit ist da auch. Ja, du hast es erwähnt. Verdeckte Forschung ist forschungsethisch nicht vertretbar. Ich habe mich zu erkennen gegeben als Anthropologin und habe gezielt Gesprächspartner gesucht in Incel-Foren und habe am Ende dann mit 16 Individuen Chat
gechattet und das über einen längeren Zeitraum. Und das liefert uns natürlich ganz andere Hintergründe über Personen und deren Motivationen, Praktiken, Einstellungen, Positionierung zu den Aussagen, die im teilöffentlichen Forum getätigt werden und damit halt auch sehr viel Kontext, den man durch eine Content-Analyse nicht erhält. Und man erhält halt doch ein nuanciertes Bild von den Menschen. Und sie erscheinen einem dann auch tatsächlich menschlicher, wenn man sich länger mit ihnen unterhält. Denn das fällt manchmal ein bisschen hinten runter, dass Incels nicht nur Incels sind, sondern auch eingebettet sind in ihre Alltage und studieren, Berufen nachgehen und oftmals junge Erwachsene sind, die durch viele Lebenserfahrungen zum ersten Mal gehen und den Austausch suchen. Aber hast du auch als Frau Schwierigkeiten gehabt oder wie wurdest du allgemein irgendwie wahrgenommen in den Foren? Also es gibt Foren, die lassen keine Frauen zu. Und da ich mich zu erkennen geben muss, forschungsethisch, habe ich das natürlich auch gemacht und mir blieben sozusagen die Tore verschlossen. Aber es gibt auch Foren, die da nicht so abgeriegelt sind. Im Englischen hat Anthropologist keine Genderendung. Das hat mir in die Karten gespielt, weil, glaube ich, viele erst mal angenommen haben, ich sei ein Mann. Aber wenn es im Gespräch darauf kam, habe ich immer ehrlich geantwortet und keine Person hat das Gespräch abgebrochen. Wir haben weiter die Konversation geführt und ich bin sehr dankbar für die Offenheit, die diese Menschen gezeigt haben, dass ja eigentlich einen Kontrast darstellt zu der öffentlichen Darstellung, dass Frauen inakzeptabel sind und dass man nicht mit WissenschaftlerInnen spricht. Okay, also Michael, diese methodische Frage für dich, also was ist deine Herangehensweise und Ja, also ich muss sagen, also ich bin ja kein Ethnologe, wie du auch erwähnt hast. Und ich habe eigentlich methodisch tatsächlich, oder methodisch vielleicht von der Datengrundlage ist vielleicht das bessere Wort dafür, eigentlich wie Kaiser im Prinzip gearbeitet, also mit öffentlichen, frei zugänglichen Daten. Ich habe aber, muss man dazu sagen, mich ja vornehmlich wirklich mit rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Strukturen beschäftigt, wo dieser Zugang nochmal schwieriger ist und auch, ich sag mal, gefährlicher vielleicht ein bisschen, weil diese Akteure zu diesen Online-Foren durchaus wissen, dass sie beobachtet werden und wenn sie eben nicht wie vielleicht in Incels, die loser sozusagen sind, würde ich sagen, strukturiert, ein bisschen stärker strukturiert sind, eben das auch durchaus versuchen zu instrumentalisieren, gegebenenfalls. Also ich habe öffentlich zugängliche Daten ausgewertet, Primärdokumente und Online-Foren. Der Unterschied zu der eher journalistischen Herangehensweise ist die wissenschaftliche Methode einfach der Systematik, also dass man eben mit einer Theorie rangeht, in einem Analyseraster und dann hinterher eben das entsprechend auch auswertet und sozusagen nicht so ein bisschen selektiv, irgendwie beispielhaft das versucht, eher deskriptiv darzustellen. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache natürlich und führt aber eben auch dazu, dass unsere Forschung dann eben auch kleinteiliger ist automatisch, ne? Weil man mehr in die Tiefe geht und deswegen andere Bereiche dann einfach auch weniger abdecken kann. Ja, was ich noch gerne ergänzen würde, ist die induktive Herangehensweise ethnografischer Forschung. Natürlich tragen wir Konzepte und Theorien an unser Material heran, aber wir sind auch offen für das Überraschungsmoment und blinde Flecken und die zu erkennen und zu befüllen. Das hat auch mit unserer eigenen Positionalität zu tun und diese immer wieder zu hinterfragen und eben nicht mit einer Hypothese ins Feld zu gehen, die es zu belegen oder widerlegen gilt, sondern die Fragestellung auf das anzupassen, was wir vorfinden. Das ist vielleicht, tatsächlich habe ich da als Politikwissenschaftler tendenziell, ich habe schon ein Konzept, sagen wir mal so, verwendet, aber das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der Herangehensweise von Susanne Kaiser, dass die notwendigerweise die wissenschaftliche Herangehensweise eben weniger konfrontativ ist per se. Also man merkt schon sehr deutlich, dass sie von vornherein sich mit dem Thema beschäftigt, eben aus einer völlig verständlichen, ablehnenden Haltung, aber dass eben die Eigenposition sehr klar ist und deswegen wird auch mit dem Attentat angefangen und das ein bisschen plakativ sofort dargestellt und es ist sozusagen nicht
wertneutral, das ist jetzt eine eigene Diskussion, aber eben eine eher offene Haltung, die man als Wissenschaftler mitbringen muss zu seinen Themen. Vielleicht kann ich das auch ergänzen, dass durch diese oder dahin leiten zu der Antwort, dass die ethnografische Beschäftigung mit so einem Thema einerseits dazu führt, dass man den Gegenstand differenzierter wahrnimmt, aber man wird auch ein bisschen automatisch damit konfrontiert, dass man seine eigenen Einstellungen plötzlich verkompliziert sieht und man nicht mehr vielleicht mit dieser radikal ablehnenden oder politisch eindeutigen Meinung an das Thema herangehen kann, wie das beispielsweise, denke ich, bei Susanne Kaiser der Fall ist, was auch, ich meine, es ist wichtig, dass es solche Stimmen gibt, die darauf aufmerksam machen und zeigen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir hier sozusagen Versuche haben, feministische Errungenschaften zurückzudrehen. Aber andererseits durch die ethnografische kann man eben auch versuchen, oder es ergibt sich manchmal, dass man sich fragt, was sind eigentlich hier die, also nicht, dass man das als Wahrheiten bezeichnen kann, oder was sind die gerechtfertigten Probleme, mit denen diese Männer an diese Narrative herantreten. Und beispielsweise auch, warum sind wir nicht in der Lage, dass diese Position, die von diesen Akteuren eingenommen wird, warum sind wir als kritische Sozialwissenschaftler nicht in der Lage, Antworten zu bieten, die auch diesen Männern weiterhelfen könnte beispielsweise. Oder was heißt es für eine Gesellschaft, die sich selbst als feministisch beschreibt, wenn wir zumindest eine signifikante Anzahl von Männern haben, die sich aufgrund ihres Aussehens von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Also was sagt das über den Stand des Feminismus und also das könnte man ja auch sozusagen, da gibt es auch einige Feministinnen, die das so versuchen zu interpretieren, dass das auch ein Versäumnis des Feminismus ist, wenn wir Leute noch so stark nach ihrem Aussehen beurteilen, dass sich so etwas überhaupt formiert sozusagen. Und das, denke ich, ist dann sozusagen so ein doppelter Verfremdungseffekt, wo einerseits der Gegenstand plötzlich also nicht ganz anders, aber vielfältiger erscheint und man selbst als Akteur auch, der darin ja involviert ist, auch plötzlich ganz anders, nicht ganz anders, aber das Ganze anders wahrnimmt. Und das ist, denke ich, besonders interessant für solche oder besonders schwierig in solchen Feldern, die tendenziell so eine inhärenten Radikalisierungsmechanismen haben, wo gerade in Online-Foren oder so habe ich das schon auch beobachtet, auch im Anschluss an beispielsweise Männlichkeitscamps, wo eigentlich sehr vielfältig war und Männer auch sehr vulnerabel über ihre Probleme gesprochen haben und das auch deutlich wurde, dass hier Leute von verschiedenen Positionen sprechen und auch ganz verschiedene Angebote machen. Als im Anschluss daran eine WhatsApp-Gruppe entstanden ist, konnte man wirklich sehen, wie in dieser WhatsApp-Gruppe diese Stimmen nach und nach vereinheitlicht wurden und dann schon so eine gewisse Radikalisierung stattfindet, wo Leute, die am lautesten sprechen, am ehesten rezipiert werden und so weiter. Also das ist dann auch, und da sehe ich schon auch so einen wichtigen Punkt, dass man da darauf aufmerksam macht, dass es vielfältiger ist in der realen Welt. Das ist ja auch genau der Mechanismus, den du eben beschrieben hast, dass dieses Streamlinen, was in diesen Internetforen oder in bestimmten, also so 4chan oder Reddit-Foren ja eben der Mechanismus ist, dass bestimmte Posts, also Äußerungen quasi dann oben stehen, wenn sie von vielen eben geliked werden, würde man wahrscheinlich umgangssprachlich sagen, und dass dadurch eben so eine gewisse Radikalisierung oder auch, dass bestimmte andere Stimmen eben auch verloren gehen, die unspektakulärer sind, auch ein bisschen langweiliger und dadurch eben auch ein Eindruck entsteht, der dann einheitlicher ist, als er in der Breite sozusagen eigentlich ist. So würde ich das zumindest verstehen. Ja, man darf nicht vernachlässigen, dass bei Reddit auch die Plattformstrukturen den extremsten oder den lautesten Individuen irgendwie in die Karten spielen, durch die algorithmischen Sortiermechanismen, die emotionsgeladene und affektive Posts tatsächlich nach oben auf die Timeline pushen. Und das gilt es definitiv weiter zu erforschen und auch zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen.
Und ja, natürlich, also die Leute, die am meisten posten, werden dann Prominente werden. Die Leute, mit denen du Interviews geführt hast, waren sie irgendwie prominent oder waren sie eher die Zurückhaltenden? Oder kannst du allgemein sagen da? Sie waren doch alle aktiv in den Foren, sonst hätte ich sie, ich habe die meisten über Beiträge gefunden und dann kontaktiert. Wie gesagt, einige haben sich mehr auf ihre emotionalen Erfahrungen konzentriert, aber ich habe auch mit Moderatoren von Subreddits geschrieben, die ja auch Hass und Hetze in gewisser Weise mitorganisiert haben über verschiedene Plattformen hinweg und sehr laut waren. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang mich dafür interessiert, wie diese Stimmung hochkocht zwischen FeministInnen und Incels, die doch auch manchmal in so kleine, ja, ich will nicht Kriege sagen, aber die online einfach in so einen Clash kommen und die Stimmung einfach sehr hochkocht. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, wie die Plattformstrukturen dazu beitragen, dass das überhaupt passiert. Denn da wird eindeutig zu wenig moderiert. Die Art von Hass, die dort verbreitet wird, ist ja oft auch einfach Hassrede nach bestimmten Clustern, die eigentlich durch Plattformen unterbunden werden muss. Aber es geschieht oft nicht. Und diese Zusammenstöße zwischen Feministinnen und Incels sind dahingehend auch sehr wichtig, weil sie einfach auch die Aufmerksamkeit dahin lenken, dass die Plattformen ihrer eigenen Verantwortung bislang nicht nachkommen. Und Menschen, die unter den Hassreden leiden, adäquat beschützen. Wobei man da dazu sagen muss, dass es natürlich immer Ausweichgebiete sozusagen gibt. Also wenn man sozusagen die großen Plattformen, das dann irgendwann so bei Facebook oder Twitter, ja, ich sag Twitter, das sozusagen versuchen zurückzudrängen, dann gehen die Leute dann irgendwie erst Reddit und dann 4chan oder 8chan oder immer so exotischere Foren. Da gibt es auch ein großes Für und Wider. Ne? Also es ist besser, sie sozusagen aus dem Diskurs auch zurückzudrängen. Die Plattforming hat ja auch was für sich, um das sozusagen nicht weiter greifen zu lassen. Oder verfestigt es diese Communities dann eben noch mehr in dieser Opferrolle eigentlich. Denn das ist ja gerade bei Incels auf jeden Fall sowieso so, dass sie sich ja per se als Opfer sehen. Und dann immer noch, seit es diese gesellschaftliche oder mediale Diskussion gibt, die sehr, sehr plakativ auch ist. Also wenn man sich da Dokumentationen manchmal anschaut, dann es ist schon sehr, diese verrückten, bösen Incels. Und dann werden eben die entsprechenden Beispiele auch genannt, die ja da sind. Also dieser Gewaltdiskurs ist ja da. Aber dann daraus ziehen die eben noch weiter, ja, wir sind jetzt an allem schuld und jeder Schulattentäter ist jetzt ein Incel und da wird eben sehr viel auch durcheinander geworfen. Und das führt dann eben zu so einer Gegenreaktion, die Verständnis ist ein schwieriges Wort auch, also jetzt in einem wissenschaftlichen Sinne eben unsere Forschung vielleicht eher ein Ansatzpunkt ist, das dann eben auch analytisch zu verstehen, als mit so einer Empörung zu reagieren, die eben im Diskurs und auch so ein bisschen eben in dem Buch ist. Und das bringt es zurück zu dieser Frage von Empathie oder wie man empathisch mit so einem Thema umgehen kann. Aber führt das dann, also in einem anderen Gespräch, Anne-Marie, hast du gesagt, also dir wurde irgendwie vorgeworfen, dass du alles ein bisschen so rosa-rot malt in der Forschung. Also wie kann man mit solchen Kritiken umgehen? Ich denke, Mario, das könnte dich auch betreffen. Also wie kann man gleichzeitig empathisch und auch irgendwie kritisch, wie kann man die miteinander Verbindung in der Forschung? Ja, ich denke, dieses Aushandeln zwischen Nähe zu den Gesprächspartnern und die analytische Distanz und dieser Aushandlungsprozess dessen ist für jeden Sozialwissenschaftler oder Sozialwissenschaftlerin eine Gratwanderung. Und hinzu kommt, dass man vielleicht eben mit der Meinung nicht d'accord geht. Und mir hat Peer-to-Peer-Feedback tatsächlich sehr geholfen,
Und ich fand auch diesen Kommentar nicht besonders schlimm, sondern es hat mir eher gezeigt, ich muss vielleicht noch eher die menschlichen Aspekte hervorheben und ein besseres Bild davon zeichnen, wie Incels so sind. Und dass es meine Aufgabe ist, dann noch besser zu schreiben, letzten Endes. Und das ist eine große Herausforderung. Aber ja, diese kritische Distanz einzunehmen, ist manchmal vielleicht leichter und das eben durch eine ablehnende Haltung und sich klar zu positionieren und zu outen und zu sagen, ich bin Feministin und deswegen schreibe ich das jetzt so. Sich darauf einzulassen und auch durch diese schmerzvolle Erfahrung zu gehen, zu sagen, ja, vielleicht sind auch meine Vorannahmen nicht richtig und auch einfach die Normativität mal rauszunehmen und sich ganz darauf einzulassen. Das ist anstrengend, aber ich war danach sehr zufrieden mit dem, wie ich es geschafft habe, tatsächlich. Michael, hättest du was dazu zu sagen? Der ehemalige Direktor hier am MPI, Günter Schlee, hat das mal für den Bereich der Terrorismusforschung allgemein, aber das passt hier eigentlich ganz gut zu, auf den Punkt gebracht, Empathie ohne Sympathie. Also diese Begriffe werden häufig so ein bisschen synonym verwendet in der Diskussion, aber sie meinen ja eigentlich schon unterschiedliche Dinge und das trifft es eigentlich ganz gut. Also man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht gemein macht damit, dass man nicht das ist in dem Bereich, wo ich mehr mitgearbeitet habe, dem Rechtsextremismus natürlich auch ein Problem, dass man aufpassen muss, da nicht Botschaften zu verbreiten letztlich und den Eindruck zu vermitteln, dass das eigentlich schon legitim oder dass man irgendwie zustimmt oder so. Das ist auch ein bisschen eine Gratwanderung, aber das heißt halt nicht, dass man sozusagen nur diese Distanzierungsposition hat, sondern eben das schon erstmal verstehen muss, wie die Leute denken. Und dann kann man im zweiten Schritt halt dann immer noch sagen, ja, natürlich habe ich eine andere Position, aber das sollte man sozusagen im unmittelbaren Forschungskontext, kann das nicht die Grundlage sein, weil dann braucht man sozusagen nicht mehr forschen, dann weiß man ja schon alles. Okay. Mario? Ja, das ist ein schwieriges Feld und eine schwierige Frage. Ich denke, man kann das Ganze ein Stück weit auch pragmatisch versuchen anzugehen und sich die Frage zu stellen, was bestimmte politische Positionierungen in solchen Forschungssituationen bringen. Also was wäre der Forschung und der gesellschaftlichen Situation, wie wäre dem geholfen, wenn ich beispielsweise mich dort als Feminist darstelle und den Leuten sage, diesen Männern sage, wie sie sozusagen ihre Verhältnisse mit Frauen gestalten sollen. Also ich wäre wahrscheinlich dann ausgeschlossen aus diesen Diskursen und es würde sich quasi eine Verhärtung ergeben, die wir andauernd beobachten können in diesen Diskussionen zwischen verschiedenen Lagern. Also deswegen habe ich mich persönlich dazu entschieden, ein Stück weit die Tatsache zu nutzen, dass viele von diesen jungen heterosexuellen Männern diese ganze Ideologie tatsächlich zunächst ja mal aufsuchen, weil sie verstehen wollen, warum sie beispielsweise keinen ökonomischen Erfolg haben oder warum sie keine stabilen romantischen Beziehungen führen können oder warum es in Kenia in den Debatten andauernd über alleinerziehende Mütter geht und so weiter und so fort. Sie kommen sozusagen dahin mit vielen Fragen. Und da, denke ich, ist eigentlich die Rolle, anstatt normativ, wie Anne-Marie das gesagt hat, den Leuten zu erklären, wie sie zu handeln haben oder wie sie ihr Leben zu gestalten haben, zunächst mal dann vielleicht alternative Erklärungsmuster anzubieten. Und das ist auch einfacher in diesen Kreisen, weil, glaube ich, da eine gewisse grundsätzliche Offenheit gegenüber der Wissenschaft besteht, weil ja die ganze eigene, also weil viele von diesen antifeministischen Interventionen sich ja selbst als sehr wissenschaftlich verstehen und auch gerade in der Evolutionsbiologie da aktiv Dinge rezipieren oder auch in der, ja. Und da denke ich, kann man versuchen, durch eigene wissenschaftliche Interventionen vielleicht mehr zu bewegen als durch ideologische Ablehnung. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig und ich denke auch, das ist einfach ein sehr emotional auch anstrengendes
Feld ist, wenn ich dann morgens aufwache und ich habe dann wieder erstmal 50 frauenfeindliche Nachrichten in irgendwelchen Chatgroups und dann ist es natürlich nicht so ein angenehmer Start in den Tag. Also es ist auch schwierig einfach. Und dabei trotzdem, glaube ich, auch, muss man das dann ein Stück weit auch ernst nehmen, weil man eben auch da Zugang irgendwie zu hat. Ich kann ja sozusagen aufgrund meiner eigenen Positionalität als heterosexueller Mann, kann ich da ja Zugang. Ich kann zu diesen Männlichkeitscamps gehen erstmal und kann mir das erstmal anschauen und kann dann darüber schreiben. Und das ergibt natürlich dem Ganzen zumindest sowas wie wissenschaftliche Legitimität. Also das Ganze wird wissenschaftlich legitimatisiert als relevanter Forschungsgegenstand. Und ich weiß, dass es auch da schon Debatten gibt, also denke ich, seit Beginn der Männlichkeitsforschung, dass selbst das schon problematisch ist, weil man sozusagen Forschungsgelder wegnimmt von Leuten, die sich mit Frauenrechten oder sowas beschäftigen und dass das eigentlich dann sozusagen Teil eines Unterdrückungssystems ist, das jetzt auch noch Männer beforschen. Aber wenn man das zumindest nicht teilt, dann ist von der wissenschaftlichen Legitimation ist es schon noch ein sehr weiter Schritt hin zur ideologischen Legitimation. Und da muss man dann vorsichtig sein, aber man kann auch nur das Ganze ein Stück weit kontrollieren. Also wenn man dann beispielsweise irgendwas publiziert, dann ist es auch nicht mehr ganz in der eigenen Hand, wie das von Leuten missverstanden wird oder absichtlich in die falsche Richtung gelesen wird oder so. Und das ist, glaube ich, eine konkrete Gefahr von ethnologischer Forschung, eben gerade weil Nuancen und Differenzierungen gemacht werden und dann kann das vielleicht von politischen Randpositionen oder ideologischen Positionen dann kritisiert werden oder auch instrumentalisiert. Okay, also die Zeit läuft langsam aus und ja, ich wollte so als letztes Thema also das also wieder aufgreifen und also die Frage, was wir als Sozialwissenschaftlerinnen irgendwie beitragen können in öffentliche Diskurse. Also du hast es als sehr schwierig beschrieben, ja, aber haben wir die Möglichkeit irgendwie Lösungen anzubieten oder geht das überhaupt? Ich glaube, unser Beitrag mit unseren Forschungen liegt darin, Komplexität aufzuzeigen und dass es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern ein massiver Graubereich. Und wir uns durch diese starken ideologischen Linien nicht aus der Ruhe bringen lassen sollen, sondern versuchen sollen, Synergien zu finden oder einfach ja, diese Verhärtung nicht weiter zu bedingen, sondern konkret die Vielschichtigkeit eines Problems darzustellen. Und ja, wir sollten dies auch noch viel prominenter in der Öffentlichkeit tun und eine bessere Wissenschaftskommunikation verfolgen und darauf aufmerksam machen. Danke. Ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Ich denke, das ist einerseits die Frage, wie wir uns in der Wissenschaft darstellen und zu dem Thema publizieren. Aber andererseits finde ich auch, was für mich wirklich schlagend war in der Forschung bisher, ist einfach die Tatsache, dass diese Angebote von Leuten nachgefragt werden, die tatsächlich ein Erkenntnisinteresse haben. Also diese Männer wollen verstehen, was ihre Rolle ist. Und ich finde, man kann sich da als Sozialwissenschaftler nicht ganz frei machen davon, hier auch alternative Angebote zu machen. Und da würde ich sagen, ja, also gerade im Kreis wenn wir als Publikum quasi Journalisten haben oder die wissenschaftliche Öffentlichkeit, dann ist dieses Aufzeigen von Graustufen und das Verkomplizieren wichtig. Aber ich glaube, um sozusagen Alternativangebote zu machen, müssten wir auch versuchen, mal pointiertere Sachen zu formulieren. Vielleicht politisch-ökonomische Kritiken oder Angebote zu machen, die Situation von Männern in beispielsweise Kenia zu verstehen, indem man aufzeigt, wie das zusammenhängt mit wie ihre eigene ökonomische Situation zusammenhängt mit Herrschaftsstrukturen und so weiter und so fort, dass man da auch vielleicht einfachere Angebote machen muss, die diese Leute auch rezipieren dann. Weil ich glaube, dass eine Anziehungskraft von diesen antifeministischen Angeboten ist ein Stück weit auch ihre Einfachheit.
ohne natürlich zu einfach. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Grad als Wissenschaftler, weil man sich dann im wissenschaftlichen Kontext sehr angreifbar macht, aber ich glaube, dem kann man sich nicht so ganz entziehen. Ja, Oder sollte man sich nicht so ganz entziehen. also quasi den Mut zu haben, irgendwie Klartext zu reden. Oder Um zu vereinfachen und ja. Okay, was uns nicht leicht Genau. fällt. Ja. Mhm. Okay, Michael. Ja, also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in diesen Kulturkampf dann verwickelt wird irgendwie, ne, als in seiner Position als Wissenschaftler. Wir haben natürlich alle auch andere private Rollen sozusagen, wo man dann auch eine klare andere Position beziehen kann. Ich habe, glaube ich, da ein konventionelleres Wissenschaftsverständnis, als es vielleicht auch unter Ethnologen üblicher ist, einfach durch meine Sozialisation. Ich bin halt so vom Aktivismus, also dieser Vermischung von Aktivismus und Wissenschaft, die dann doch auch schwer ist zu vermeiden, wenn man sich zu sehr engagiert. Ich glaube, dass diese Komplexität durchaus, das wäre auch eher meine Antwort oder meine Position, eben Dinge darzustellen und das sozusagen ja gar nicht automatisch heißt, dass man jetzt irgendwie das verharmlost oder irgendwie sagt, na ja, es ist jetzt nicht alles so, ne, sondern irgendwie Informationen bereitstellt und das eben auch die Einschätzung ermöglicht, eben ohne dass das jetzt notwendigerweise zu einer positiveren Haltung oder so führt. Also anderes Beispiel, aber womit ich mich beschäftigt habe, also dem kollektiven Lernen von Rechtsterroristen, da ist diese Komplexität eben, dass es eben nicht reine Einzeltäter sind, dass es eine Community ist und so weiter, die eben in der Diskussion häufig in diesen Schwarz-Weiß-Sachen auch verloren geht. Das heißt ja nicht, dass das besser ist, aber es ist eben viel wichtiger, das zu verstehen, um solche Anschläge wie Halle einordnen zu können. Und so ein bisschen würde ich jetzt bei diesem Thema eben auch sehen, also dass einfach die Darstellung dieser Communities, wie sie funktionieren, wie sie auch in ihrer Komplexität funktionieren, wovon eben diese Anschläge, die dann alle paar Jahre leider stattfinden, also die Spitze des Eisbergs, oder vielleicht nicht Spitze des Eisbergs, falsche Metapher, sondern also darauf konzentriert sich das dann die öffentliche Diskussion und dann wird irgendwie, oh, das ist ganz schlimm, und dann wird irgendwie diese Incels und da müssen wir doch, oh, das ist irgendwie so eine riesen Gewalt und das ist alles so, ne, sondern eben sich nicht von solchen Einzelereignissen zu fokussieren, sondern da eben zu sagen, nee, das gibt eine Kontinuität, es gibt ein ganz breites, naja, alles, was wir jetzt diskutiert haben, irgendwie für Öffentlichkeit, für Politik, für den Diskurs beizutragen. Und dieses Wissen oder diesen Background, gerade bei euch ist das natürlich auch viel stärker in der persönlichen Auseinandersetzung mit den entsprechenden Leuten dort vor Ort, das natürlich auch reinzutragen in dann, wie man selber dann damit umgeht. Also in seinem Leben und auch wie man sich dann in anderen Rollen vielleicht äußert. So würde ich das sehen, ja. Okay, dann, ich denke, wir können es da lassen. Also vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Also Mario, Michael, Anne-Marie. Und ja, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön.